Heute modifizieren wir das Fanatec Clubsport Formula Carbon Lenkrad mit dem neuen SRM Gearshifter Set von SimRacing Machines. Alles von der Montage bis zum Rennstreckentest, das erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Legt die Füße hoch und willkommen hier in meinem YouTube-Kanal. Zu Beginn wie gewohnt der Disclaimer. SimRacing Machines hat dieses Testmuster zur Verfügung gestellt, damit ich dies über einen längeren Zeitraum ausführlich testen und für euch reviewen kann. Es gibt keinerlei Auflagen oder Vorgaben hinsichtlich dieses Reviews und ich erhalte dafür kein Geld, doch nun kann's losgehen. Kapitel Nummer 1 Preis und Lieferumfang. Das SRM Gearshifter Set ist ab 95 britische Pfund exklusive Steuer direkt über die SimRacing Machines Homepage erhältlich. Im Dropdown-Menü kann die Art der Pedals, Montage und die Farbapplikation gewählt werden. Im Lieferumfang enthalten ist die Schaltmechanik, Schaltpedals, Schaltarme aus Carbon und Metall, 5 mm und 3 mm Magnete, Verbindungskabel und das Befestigungsmaterial beigepackt. Die Ware erreicht euch in einer Metallbox und ist sicher gepolstert. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 2 der Kompatibilität. Das SRM Gearshifter Set ist mit dem Fanatec Clubsport Formula Carbon, BMW M3, Porsche 918, Podium Hub, AccuForce sowie Ascher Mounting Plate kompatibel. Wählt hierzu im Dropdown-Menü den passenden Adapter zu einem Aufpreis ab etwa 11 britische Pfund. In Sachen Schaltpedals gibt es eine Vielzahl an Anpassungsmöglichkeiten, ebenso über das Dropdown-Menü auf der Homepage. Machen wir weiter mit Kapitel Nummer 3, das ist die Montage. Diese habe ich wie immer live für euch aufgezeichnet und hänge ich an dieser Stelle im Zeitraffer mit rein. Die Montagedauer beträgt zwischen 30 bis 60 Minuten und es sind keinerlei Handwerkskenntnisse erforderlich. Seid bitte mit den Magneten sehr vorsichtig, denn diese können beim Wechsel, wenn sie aneinander krachen, leicht brechen.
Kapitel Nummer 4: Die Funktionsweise von Magnetic Shifter. Übliche Shifter erzeugen den Widerstand lediglich durch eine Feder. Die zusätzlich angebrachten Magneten von Magnetic Shiftern, die erzeugen durch Pol und Gegenpol einen höheren Widerstand, der bei der Auslösung überwunden werden muss. Mit kräftigen Magnetic Shifter ist kein Ghost Shifting mehr möglich, wenn Hände an Schaltwippen angelegt werden. Unter Ghost Shifting versteht man das unabsichtliche Auslösen des Schaltvorgangs. Durch die höhere Auslösekraft kann mit der Hand etwas Vorspannung angelegt und somit die Reaktionszeit beim Schaltvorgang verkürzt werden. Magnetic Shifter werden im echten Rennsport eingesetzt. Und so machen wir weiter mit Kapitel Nummer 5, das sind die technischen Details. Die Schaltmechanik ist etwa 25 mm breit und 27 mm hoch und weist eine Bautiefe von 60 mm auf. Das Gewicht beträgt um die 50 Gramm. Die Magnete haben einen Durchmesser von 15 mm und sind 3 bzw. 5 mm dick. Die Schaltpedals sind aus Carbon und Shifterarm ebenso aus Carbon oder Metall und die sind 3 mm dick. Der Shifterarm aus Metall wird mit Gewindelöchern an der Schaltmechanik befestigt. Der Carbonarm wird mit Durchgangslöchern samt Schrauben und Muttern angebracht. Über 2 Schrauben kann dann der Schaltweg stufenlos von 8 mm bis hin zu einem minimalen Schaltweg von 1-2 mm angepasst werden. Die Schaltplatine ist im Bedarfsfall austauschbar und auf 1 Million Schaltvorgänge ausgelegt. Je nach Montageposition kann die Schaltmechanik über 2 Buchsen angeschlossen werden. Mit den 5 mm dicken Magneten löst die Schaltmechanik bei kräftigen um die 1,5 Kilogramm aus. Die 3 mm dicken Magneten bieten eine Auslösekraft von gut einem Kilogramm. Verwendet man die Magnete im Doppelpack, dann liegen um die 2 Kilogramm Auslösekraft an.
Zum Vergleich löst die Standardschaltmechanik des Fanatec Clubsport Formula Wheels mit ca. 500 Gramm aus. Für die Verkabelung werden alle nötigen Kabel beigelegt. Im Fall des Fanatec Wheels werden Kabel mit dem Molex-Stecker verwendet. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 6, die Akustik. Die originale Schaltmechanik ist mit um die 68 Dezibel aus unmittelbarer Entfernung hörbar. Mit dem SRM Gearshifter Set liegen bei verbauten Carbonarmen um die 70 Dezibel und etwa 72 Dezibel mit den Metallarmen an. Die Shifter sind in einer leisen Umgebung somit deutlich hörbar und somit nicht schlafzimmertauglich. Das Schaltgeräusch mit Carbonarm klingt knackig und etwas heller als mit dem Metallarm. Dieser klingt sehr dumpf und etwas präziser. Kapitel Nummer 7, die Ergonomie. Die Position und Größe der SRM Gearshifter ist für meine mittelgroßen Hände und Finger gut gewählt. Die Pedals sind gut erreichbar und 3 bis 4 Finger können auf den Standard-Pedals aufgelegt werden. Die Schaltpedals sind etwa 30 mm vom Lenkrad in der Ausgangsstellung entfernt und normalerweise auch mit etwas kürzeren Fingern gut erreichbar. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 8, das ist die Haptik. Das haptische Gefühl der Materialien ist sehr wertig und die Schaltauslösung fühlt sich sehr präzise und spielfrei an. Die Schraubenköpfe der Pedalbefestigung sind an den Fingerkuppen rückseitig spürbar. Ebenso sind die scharfkantigen Pedals beim Betätigen über die Fingerkuppen vernehmbar. Mit dem verbauten Metallarm fühlt sich die Schaltauslösung sehr steril und sehr präzise an. Wird der Carbonarm verbaut, dann ist das Schaltgefühl etwas lebendiger, etwas wärmer. Dies ist aber sehr schwierig zu beschreiben und solltet ihr dann selbst testen, welcher der beiden Arme euch besser gefällt. Ich habe auf der einen Seite den Metallarm und auf der anderen Seite den Carbonarm montiert, um das gegentesten zu können. Längerfristig werde ich mich aber vermutlich mit dem Metallarm unterwegs sein, da mir das taktile Feedback deutlich besser gefällt. Dies ist aber wie immer eine rein subjektive Sichtweise. Kapitel Nummer 9, Material. Dieses Kapitel haben wir sehr schnell abgehandelt. Es sind hochwertige Materialien aus Metall und Carbon im Einsatz und über jeden Zweifel erhaben. Die Verarbeitung ist vorbildlich und passgenau. Und so kommen wir zu einem subjektiven Kapitel, das ist Kapitel Nummer 10, die Optik. Der Look, der wirkt sehr edel und understatement-like. Das Gehäuse aus Aluminium wurde schwarz eloxiert und hat einen mattschwarzen Look. Über das Drop-Down-Menü können die beiden Schrauben für die Armbefestigung und die Achse in schwarz oder rot gewählt werden. Das SRM-Branding wurde am Gehäuse aufgedruckt und zusätzlich auf den Schaltpedals aufgeklebt. Kapitel Nummer 11, unser Hauptkapitel, der Rennstreckentest. Die Schaltvorgänge sind lauter und klingen knackiger, das fällt auf den ersten Metern auf. Und die Schaltauslösung erfolgt viel bewusster und mit mehr als doppelten Kraftaufwand als im Originalzustand. Obwohl der Hebel deutlich größer ist, kommt eine wesentlich stärkere Auslösekraft am Schaltpedal an. Die Schaltvorgänge sind dabei sehr präzise und man merkt die sehr spielfreie Lagerung der Achse. In Sachen Ergonomie ist ein deutlicher Unterschied zu Original mit diesen kleinen Pedals vernehmbar, da eben im Originalzustand eine sehr gekrümmte Fingerhaltung am Clubsport Formula Wheel nötig ist. Durch den Umbau wird die Handhaltung wesentlich komfortabler und somit langstreckentauglicher. Die Möglichkeit der Anpassung des Schaltwegs verändert die Charakteristik sehr deutlich. Ich persönlich bevorzuge einen eher größeren Schaltweg. Im Rennstreckenbetrieb ist die solide Bauweise spürbar, da der Druckpunkt sehr knackig ist und kein Flex vernehmbar ist. Kommen wir auf die Zielgerade. Negative, neutrale, positive Aspekte, das Fazit und die Kaufempfehlung. Kapitel Nummer 12, die negativen Aspekte. Die Schaltpedals in der Grundausstattung sind in meinen Augen zu scharfkantig und drücken auf die Fingerkuppen beim Betätigen. Hier hätte ich mir eine bessere Abschrägung der Kante wie etwa bei den SRM McLaren Pedals gewünscht. Die Senkung bei der Montageplatte am Lenkrad ist nicht tief genug ausgeführt. Somit steht der Schraubenkopf der Senkkopfschraube etwas vor. Darum liegt die darauf montierte Schaltmechanik nicht eben auf und bildet einen in meinen Augen unschönen und unnötigen Spalt bei der Montage. Und letzter negativer Aspekt ist die Montage der Schaltpedals. Hier hätte ich mir versenkte Schrauben gewünscht, da die Schraubenköpfe auf den Fingerkuppen leicht spürbar sind. Die 3 mm dicken Pedals würden eine komplette Versenkung der Schrauben
auch in Sachen Stabilität locker verkraften und somit hätte man den Vorteil einer glatten Auflagefläche, die sich komfortabler ansieht und komfortabler anfühlt. Kapitel Nummer 13: Die neutralen Aspekte. Die Schaltmechanik ist ein One-Size-Fits-All-Design, welches für meine mittelgroßen Hände und Finger gut passt. Verstellmöglichkeiten in Sachen Lenkradabstand oder Neigung bietet das SRM Gearshifter Set keine. Somit muss man selbst beurteilen, ob man mit kleinen oder sehr großen Händen die optimale Ergonomie erzielen kann. Den Preis beurteile ich als neutral unter dem Aspekt, dass es sich um eine Manufakturware handelt und nichts von der Stange kommt. Mit über 100 € all-inclusive ist das Upgrade zwar kostspielig, hebt die Qualität des Lenkrads aber auf ein völlig anderes Niveau. Weiter geht's mit Kapitel Nummer 14, die positiven Aspekte. Das Schaltgefühl ist über jeden Zweifel erhaben und positioniert sich am absoluten High-End-Segment aller meiner getesteten Wheels. Die verwendeten Materialien und die Bauweise sind der Grund für diese hohe Massivität und Spielfreiheit bei der Betätigung. Das spürst du bei jedem Schaltmanöver und genauso knackig hört sich dies auch an. Ein weiterer positiver Aspekt ist die Einstellung des Schaltwegs mit einer hohen Bandbreite. Und in Sachen Kompatibilität mit diversen Lenkrädern sammelt SRM einen weiteren Pluspunkt, genauso mit der großen Auswahl von unterschiedlichsten Schaltpedalformen. Die Nachhaltigkeit mit einer günstigen austauschbaren Platine für ein paar Pfund habe ich noch bei keinem anderen Hersteller so gesehen und auch die Lösung mit 2 unterschiedlich platzierten Anschlüssen ist sehr gut durchdacht. Und am Schluss hat SRM auch am Verpackungsdesign gearbeitet. Dieses High-End-Produkt bekommt nun endlich auch eine angemessene Verpackung spendiert. Kommen wir zu Kapitel Nummer 15, das ist das Fazit und die Kaufempfehlung. Das SRM-Upgrade kann lohnen, wenn du deine Lenkräder regelmäßig im Einsatz hast und auf das höchste Niveau in Sachen Shifter kommen möchtest. Diese Qualität hat klarerweise ihren Preis, kann sich aber über jahrelange Nutzungsdauer rechnen. Ein weiterer Kaufgrund kann für dich auch die Optik oder das haptische Erlebnis sein. Und so kommen wir zu Kapitel Nummer 16, dem Ausblick. Weiter geht's in den nächsten Wochen mit den versprochenen Vergleichstests zwischen Fanatec CSL DD, CSL Elite sowie dem Thrustmaster TGD2. Weitere Projekte wie die angesprochenen Lenkräder von Azelit Design erwarten euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte gerne einen Like oder ein Abo da. Es macht wie immer Spaß mit und für euch zu reviewen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Liebe Grüße von eurem Ron.